warte ich auch noch nicht, dass im Rhythmus mitgeklatscht worden ist. Haben Sie das nicht von Anfang an gemacht? An diesem, ich möchte fast sagen, durchschnittlichen Sommertag aus Deutschland. Ja? Es war doch, also ich meine, er war da, der Tag. Ne? Aber man muss, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Urlaub habe und so ein Tag ist, dann habe ich immer kein schlechtes Gewissen, wenn ich dann auf dem Sofa liege. Und dann schleichen sich ja manchmal so, man merkt das immer, das ist ganz süß eigentlich, ne? Wenn einen so Gäste so anschleichen. Die sehen einen dann und dann ist das so ein bisschen wie auf der Pirsch und irgendwann guckt man nach rechts und dann stehen sie so. Ja? Ist nicht schlimm, aber ich finde das immer so ein ganz niedlicher kleiner Prozess und dann kriegt man das manchmal so mit und da kommen ja Fragen. Ja, ich liebe das auch sehr, wieso hat meine Innenkabine keinen Balkon? Sowas. Ja, es sind die Fragen, die dann rauskommen, so, ist die Crew die Reste der Gäste? Sie lachen, aber die Fragen kommen tatsächlich. Und die gucken auch immer ganz komisch, wenn ich dann sage, nee, ist andersrum. Und dann... ah, schön. Ja, also ist das Schiff schon mal gesunken? Jo. War extrem viel Arbeit, das wieder trocken zu pusten. Ne? Bringt mich dieser Aufzug zum vorderen oder hinteren Teil des Schiffes? Traversieren können wir noch nicht. Aber wir haben das für die Neubauten, ist das in der Überlegung, ob man da wie beim Flughafen so Förderbänder auf den Gängen, ich meine, wenn man sich die Gänge mal anguckt, die sind ja unfassbar lang. Das Problem ist nur, wenn du da deine Kabine verpasst, dann fährst du einmal ganz rum. Und dann kommst du in den Schnapp, ne, und dann ist man auch wieder vorbei. Dann ist ja, das ist halt auch nicht das Richtige. Ne? Aber das sind schöne Fragen, die es so gibt. Ja, macht der Kapitän das hauptberuflich? Toll, ja, ne, er macht das, ja. Wo schläft die Crew auch an Bord? Eine der schönsten Fragen. Ja, kann ich Ihnen erzählen. Ich hatte mein Bewerbungsgespräch 2010 und da sagt die Recruiterin zu mir, ja, das ist so eine typische Frage, die irgendwann kommt. Ich sag, die Frage stellt doch keiner. Freunde, da könnt ihr mir jetzt sagen. Und dann mein erster Einsatz, Aida Vita, sehr schön und ich hatte es mir so zur Aufgabe gemacht, jeden Mittag Espresso hinten an der schönen Außenbar. Und das war wirklich toll. Und mir gegenüber saß auch jeden Nachmittag eine Dame. Und man kam so ins Gespräch. Das war wirklich schön. Und irgendwann kam diese Frage. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist mich umgeguckt, ob keine Kollegen eine Kamera versteckt haben oder sowas. Und wir waren in der Karibik und ich sage, nee, schauen Sie da hinten in dem Yachthafen, da um die Ecke. Sagt, die beiden Zwillingsjachten, die da sind, die kommen im Abstand einer Stunde immer hinter uns her. Nachts kommen die dann längsseits und wir gehen schlafen. Und Ihre Antwort, ja, nee, ist auch klar, hier ist ja so wenig Platz, wo sollen wir auch sonst ist. Es gibt auch Kollegen, die mal auf der Bühne gesagt haben, schläft die Crew auch an Bord? Nee, nachts um 2 kommt der Helikopter und holt uns ab, bringt uns zum nächsten Hafen. Sie können sich nicht vorstellen, was da an der Rezeption los war nachts. Heute Nacht, seit einer Woche kann ich nicht schlafen, weil dieser elende Helikopter immer kommt. Und die Rezeptionistin, Gleich dahinter kommt übrigens, fließt in der Toilette Süß- oder Salzwasser? Das ist meine Lieblingsfrage. Und es gibt nur eine Antwort, die man darauf geben kann. Probieren Sie es. So. Es ist weder noch. Wissen Sie, warum ich das weiß? Ich habe eine Wette verloren. Also, meine Damen und Herren, mit einem tosenden Applaus bitte begrüßen Sie unseren General Manager Fabian Leonhardt. Wir haben es extra langsam heute für dich gemacht. Ah, schön. Ja, damit du schon das Ganze auch ein bisschen genießen kannst. Ja, erstmal hallo, schönen guten Abend, liebe Gäste. Es war nicht meine Idee, ganz ehrlich. Ich bevorzuge den Auftritt durch die LED, aber er zeigt gerne, was die Bühne kann und dann muss man da durch. Ja, aber wir haben uns auf dieser Reise entschieden für eine Kollegin der Rezeption. Und spätestens jetzt ist der Groschen gefallen. Hier neben auf der Steuerbordseite steht unsere Annika Renner von der Rezeption. Und ich möchte gerne hier auf die Bühne bitten und unser Smiling Star auf dieser Reise, Annika Renner. Ladies and Gentlemen, rasten Sie Applaus für Annika! Wenn du magst,
Aber natürlich auch bei einer 7-Tageswoche, man muss mit seinen Energien haushalten und das Mittagsschläfchen ist ganz wichtig. Und so ein Mittagsschläfchen in der Gästekabine, während Sie auf Landausflug sind, ist natürlich auch ganz vorne mit dabei. Denn im Vergleich zu den Crewkabinen oder zu den Crewbetten mit 80 cm breit ist so ein Doppelbett, da kann man sich quer reinlegen, kann sich rumwälzen und so weiter. Und wenn Sie dann wieder auf Ihre Kabine kommen und finden auf dem Kopfkissen ein kleines Stück Schokolade, dann können Sie sich fragen, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Und das ist das Dankeschön für das schöne Mittagsschläfchen. Ja, ich dachte, das geht mit Schwung. Was? Nee, mittlerweile muss ich das ja so ein bisschen mich zur Seite fallen lassen. Und damit's... Ja, so geht's. Atmen ist seit 1996 eh nicht mehr, wird auch überschätzt. Vielen Dank, liebe Gäste. Was für ein tolles Feedback, auch was für ein toller Gesang. Ich hatte gerade selber noch Gänsehaut in der Bühne. Ja, jetzt stehe ich hier und gebe quasi ein Fazit zu dieser wunderschönen Reise. Ja, es war wirklich so vieles dabei, sehr facettenreich. Wir haben versucht, Ihnen die schönsten Landschaften in Norwegen zu zeigen mit den beeindruckenden Fjordpassagen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir sind also gut unterwegs und nehmen dann heute Abend, Elblotsen sind ja schon an Bord, sind heute Abend dann der Ansteuerung zur Elbe, bringen sie dann weiter sicher durch die Elbe nach Hamburg und dann morgen früh, sehr frühzeitig, 5:30 Uhr passieren wir dann Blankenese, kommen dann langsam zurück in Anführungsstriche unserer Heimat, kommen die Hafenlotsen an Bord und werden dann die Backbordseite am Steinwerder festmachen. Auch nochmal so ein Fazit, was das Wetter angeht. Sie haben mit dieser Reise, so das Fazit jetzt, sehr viel Glück gehabt. Die jetzt kommende Reise wird deutlich herausfordernder. Es wartet ein sehr großes und intensives Tiefdruckgebiet auf uns. Wir haben dann zu Hause Sonnenschein und gutes Wetter und wir halten das dann quasi stellvertretend aus. Dementsprechend haben sie alles richtig gemacht mit dieser Reise.